Hallo zusammen, da sind wir zurück bei Sherlock Holmes The Awakened. Wir müssen uns erstmal kurz orientieren, wo wir hier sind. Haben ein paar Hinweise gefunden, wer den, nee, waren wir letztes Mal schon, wer den Bediensteten von Captain Kenwick entführt hat. Allerdings naja, müssen wir die jetzt erstmal finden. Ich weiß gerade nicht, ob wir sie nochmal fragen einfach. Have you ever heard of a man with a metallic eye? I've seen him even. Dirty Summers is the name. A nasty lout with a silver ball in place of a missing eye. Never heard of it. Never heard of it. Have you been drinking? What do you know about this poster? A foreign woman asked to put it up. She's plastered them all over the port. Any clues as to her whereabouts? None. It was hard to understand what she was saying. I shudder to ask, but where does one find a Dirty Summers? He likely signed on with a ship. I am not one to spy on others, let alone him. I see. My advice, keep away from him. Okay. Bisschen konnte sie uns jetzt noch weiterbringen. Wir müssen trotzdem hier den Roy Sonsby finden. Entschuldigung. Is there a doctor? Man is very sick here. It sounds as though those people will need my help. Bitte um herzliche Hilfe. The coffin won't May go I away and ask the for your doctor's too assistance? pricey. I can't help you with this. Vielleicht, wenn wir hier... Können wir das anheften? Are you able to help me? I can't help you with this. May I ask you something? I wish I could be of help, but I can't. Sorry. Kommt das nicht von denen, dass die gesagt haben, oh, der Husten geht nicht weg? The coffin won't go away and the doctor's too pricey. Da. Vielleicht kann Watson helfen. It appears that the saltpeter explosion rattled the locals. Can't blame them for staying at home. Kann natürlich sein, dass wir jetzt in dem Moment auch Watson steuern müssen. Ach nee, hier geht's ja wieder rein zum zur Bar. Da wollen wir jetzt nicht hin. The coffin won't go away and the doctor's too pricey. Dürfen wir eigentlich auch wieder das mit dem Husten hier rausnehmen. Und den anderen Hinweis anheften. Müssen wir nur noch das Pier 3 finden. Ma Dalton swears she saw ghosts in Warehouse 2. The coppers even went over there. Must be serious. Ja, jetzt können wir hier lauter Nebenfälle noch uns holen. Aber eigentlich möchte ich gerne erstmal die anderen finden. Could you help me? No, sir. I never heard of it. Na gut, dann hast du nichts davon gehört. Hier 3, da haben wir ein versunkenes Schiff. Ich denke mal, das ist dasjenige welcher. Sprechen wir ihn mal an hier. Not in the mood, mate. Shoo! Pardon me, sir. I am looking for Roy... Not again. Yes, I'm Roy, but I can't help you find your uncle or whoever you've lost. Now, what makes you think I would inquire about missing people? You are the fourth person to ask this week. Just because I work at the port doesn't mean I keep track of everyone who comes here.
You say we are not the first to ask you about a disappearance. Do you recall anything about those who came inquiring? I only remember the foreign woman. I didn't catch her name, but those are her posters hanging up everywhere. She has badgered me twice now, but I still don't know nothing. And this woman can be found? No clue. She was talking gibberish. Now, where was I? Schauen wir uns die mal an. Durchschnittliche Größe. Nicht besonders kräftig. Okay, er ist eher ein korrupter Beamter, denke ich mal, als ein Dieb. Can't help you there, mate. Can't help you there, mate. Sorry, doesn't ring a bell. I have been told that you hired Deia's son, Girves, right before he vanished. His brother also said you had a metal eye. What do you make of this? Tell that him to stop making things up. Er ist ja nicht der, den wir What are eigentlich you on brauchen. about? Sorry, doesn't ring a bell. Have you seen this before? My card? Where did you dig that up? At a crime scene near Baker Street involving a young servant's kidnapping, I might add. No. Someone used it without my consent. How else would it end up there? So, jetzt haben wir ein paar Hinweise aktualisiert. Hey, auf Anhieb alles 4 richtig. Dirty Summers ist Kimi hier, ist ein Führer. Es ist durchaus möglich, dass Roy Sotheby sein Komplize ist. Wo ist Kimi hier? Na, das lief jetzt nicht so gut. Kann natürlich sein, dass mir jetzt ein bisschen was fehlt. Gut, da fehlen uns noch einige Hinweise. Jetzt natürlich die Frage. What are you gawping at? Können wir konfrontieren? Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? Wir müssen jetzt 3 Hinweise auswählen. Jetzt fangen wir da vorne an. And how do I fit in all this? Ja, seht ihr, das war Sorry, you falsch. lost me there. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? And how do I fit in all this? War auch nicht richtig. Sorry, you lost me there. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. He used your name as a cover for his deeds. What? Really? That doesn't mean I'm involved, though. Da hat er recht. Boulder Dash. Ach, Mist, dass wir you von lost vorne me there. anfangen. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. He used your name as a cover for his deeds. What? Really? That doesn't mean I'm involved, though. Boulder Dash. Mist, der Anhänger ist es nicht. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that?
A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. He used your name as a cover for his deeds. What? Really? That doesn't mean I'm involved, though. Your calling card was found at the crime scene. That's enough to make you a suspect. You cannot be serious. Da fing der schon an, nach Luft zu schnappen. Jetzt hoffen wir mal, dass das der richtige ist. Nein, gar nicht. Sorry, you lost me there. Ich glaube, den hatte ich auch schon Mr. ausgewählt. Soulsby, you know Ich more weiß than halt you're nicht, ob man die letting on. richtige Reihenfolge What makes braucht. you say that? A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. He used your name as a cover for his deeds. What? Really? That doesn't mean I'm involved, though. Your calling card was found at the crime scene. That's enough to make you a suspect. You cannot be serious. So, okay. Jetzt gucken wir nochmal ganz genau. This proves nothing. Ah, Sorry, you lost ich me dachte there. eben, weil sein Name da steht, aber das hatten wir halt auch schon. Mr. Soulsby, you... Ich kann es überspringen, habe ich gerade festgestellt. And how do I... Sorry. Da schaut mal, die Visitenkarte war ja eben Mr. erst noch Soulsby, you know more okay, than you're letting on. aber nicht als erster Hinweis. A man named Dirty Summers. What? Your calling card... So, jetzt müssen wir genau gucken. Weiß angeblich nichts über die jüngsten vermissten Fälle. Englische Abstammung. Wie war das mal? It's true. Und es war's. And that's before mentioning your gold watch. It's brand new and awfully expensive for a customs officer. Clearly you have found yourself another source of income. I'm sure Scotland Yard will be delighted to investigate further. All right, stop. Look, it's not as it seems. I did not partake in the kidnappings. I'm all ears, Mr. Soulsby. Yes, I know Summers. He paid me to turn a blind eye to his business in the warehouse area. Just that. On my word. You did not tell me which warehouse he used? I do not recall. But I used red paint to mark unsupervised warehouses. Ought to be one of them. What else can you say of Summers? He is a regular at the Cursed Mermaid. Goes there with his crew almost every evening. What for? I don't know. I assumed just for a drink. Okay, dann müssen wir jetzt das richtige Lagerhaus finden. Das wäre eine Aufgabe mit dem Lagerhalle 2. Und das wäre das mit dem Arzt. Ist jetzt nur das richtige... Da hatten wir Pier 3, schaut mal. Ich weiß jetzt nur nicht. Hat er was von der Mermaid gesagt? Ja, das da. Wir vielleicht erstmal dahin gehen sollten. Dann gehen wir erstmal nochmal zur Bar. Sprechen nochmal die nette Dame da an. Wahrscheinlich doch mehr Wissen, als sie zugibt. So, wo ist sie denn? Da ist sie. Komm mal her, Madame. Ach, und das nochmal mit dem Konfrontieren. Also, jetzt mal. Dirty Summers than you're letting on. I have nothing more to add, sir. I failed to follow. Are you Schade. finished? I have glasses to wash. Why do I have the feeling that you know more about Dirty Summers than you're letting on?
I have nothing more to add, sir. I failed to follow. Are you fit? Menno, warum kann man nicht das gleich nehmen? That you know more about dirty summers than you're letting Das ist on. gleich die letzte. I have nothing more to add, Das sir. letzte an Hinweisen. Das wird es auch nicht sein. I failed to follow. Das auch nicht. Why do I have the feeling that you know more about dirty summers than you're letting on? I have nothing more to add, sir. Enough. I have hard evidence that Summers was involved in recent kidnappings across London. I'm not surprised. So what? You sure you Nee. ain't been drinking? Are you fit? Auch nicht an dieser Why Stelle. do I have the I Enough. I have hard evidence. So, überspringen wir. Hatten wir gerade. Vielleicht das? You sure you ain't Nein. been drinking? Are you Ach, Why do I have the Enough. A customs officer okay. of Salisbury Jetzt kommt dieser testified that Punkt. Summers was Es a kommt auf die regular. Reihenfolge an. You must know something about his business. All I know is his drinks order. If the lives of the missing do not concern you, then I would urge you to think about your unborn child. Are you threatening me? Nothing of the sort, but that doesn't mean that there won't be consequences for your silence. Everyone knows you happily served Summers and his crew. Should the police come knocking, you'll be the one going away. And none of us wish to see you raise a child behind bars. Now, spare yourself the trouble and tell me all you know. Okay. Summers hired my private room. I think he used it to recruit people, but I haven't seen him in a few days. He paid me cash, so I paid him no attention. Nor did I touch anything inside. Here's the key, go and do what you will. Just leave me out of it. Tickets für die Überfahrt nach Oakland, Massachusetts nach wie vor erhältlich. Die Town liegt nächsten Dienstag von 4 Nummer 2 ab. The hairs on the back of my neck stood up. Starke Männer, ja, um irgendwas zu bewegen gebraucht, oder für einen Umzug. Nee, ja, für die schweren Sachen. Da gibt es Kisten bei den Lagerhallen. 5 shillings. That won't go far. Frische Kratzer tief Strange eingeritzt. symbols. I don't recognize them. Dirty Summers heuert im Privatzimmer des Pubs Männer zum Kistenschleppen im Lagerhallenareal an. Eine Rechnung für ein Segeltuch gefunden. Schauen wir mal. Da gibt es neue Sachen, neue Erkenntnisse. Auch auf Anhieb, okay, ich habe es einfach nur blind drauf losgedrückt. Dirty Summers heuerte Männer für die Arbeit in einer Lagerhalle an, vor allem zum Schleppen von Segeltuchkisten. Die Entführten könnten sich noch immer in der Lagerhalle befinden, sie müssten mit roter Farbe gekennzeichnet sein. So, jetzt können wir die Lagerhallen suchen.
Warum auch immer wir diesen Umweg machen mussten. Dann gehen wir jetzt zurück zu den Lagerhallen und suchen mal die richtige. Und da soll ja auch noch Lagerhalle 2 sein. Und mit Watson können wir diese eine kranke Person noch finden. Ups, da. Gehen wir hier lang. Unlikely that this warehouse has the goods. Okay. Nummer 8 ist es nicht. Nummer 10 hat kein Kreuz. Nummer 11 ist auch nicht markiert. Gut, jetzt noch weiter hoch. Es geht nicht weiter, okay. Nummer 12 hat ein Kreuz. Und ist auch schön abgelegen. Oha, so, jetzt haben wir hier wieder Schlösser knacken. Gucken wir mal, ob es passt. Nee, müssen wir noch ein Stück nach außen ziehen. Mal gucken, ob ich mir das jetzt richtig... Nee, nicht ganz. Das muss noch ein Stück hoch und das andere muss ein Stück runter. Okay, andersrum war es. Jetzt können wir es öffnen. Really, Holmes, this ought to be beneath you. As my brother would say, it is for the greater good. The layers of rust will prevent any movement. Mal ein paar Kisten. This crank saw some use. Nimmt dann die nicht mit. Stecke ich mal die Treppe hoch. Well oiled and well maintained. Ach, der Handabdruck, der ist nicht relevant, oder was? Fit for a crank. Ich denke mal, die kann man gleich holen gehen. So, und wie sieht's hier aus? It's stuck. No one's used it in a very long time. So, hätte er die gleich mitgenommen, dann hätten wir jetzt keinen Umweg gehabt. Oder es ist dafür da, dass man halt erst oben sucht und dann unten. Jetzt haben wir uns den Weg freigeräumt da unten. A hidden passage. Just as I expected. Mal mit Watson. Okay, dann probieren wir mal das mit dem Warehouse 2. Das ist ja nur
natürlich dort wieder hin zurückkommen, ne? Sonst ist das wie beim letzten Mal, wo ich dann dachte, oh ja, kann ich ja alles noch machen und dann war das doch nicht der Fall. May I ask you something? Sorry, sir, I can't help you. Jetzt nur den Weg hierher wiederfinden dann. Das ist Nummer 4, Nummer 3. Nummer 2 ist sogar markiert. Good evening, Constable. I heard some people talking of ghosts in this warehouse. Gossips, all of them. An old lady neighbour saw some lights and ghostly shapes in the middle of the night. She heard music too. Turns out this was the warehouse of Grandpa Kujak. He owned a business with theatre props for scary shows. I went in and... well, it is a bit creepy. But I think it was probably just some kids fooling around. Do you mind if I take a look inside? Not at all. It's like Madame Tussauds, only worse. I'll be on the beat round the pub for the rest of the night. Damned explosion. Good night, sir. Dann gehen wir Wrong mal rein. warehouse. Nothing to see here. An effective contraption. It still works. Okay, er kann ja jetzt ja nicht langlaufen. Was sagst du dazu, Watson? Nix. Ach. Schau mal eine an. Rechteckiger Abdruck. There was a box Holzsplitter. in the coffin. It was removed quite recently. Da war auch ein Handabdruck. They opened the casket and left marks. A herbal odor with an ethylic base. Liquor? Hä? Phosphorus, used recently. Where is this going? Mhm. Da fehlt eine Kiste. Several crates are missing. Ah, hier können wir jetzt schon so ein... Ja, das ist jetzt eher unwahrscheinlich. Können wir aber nicht großartig ändern gerade. Ich denke, das ist wahrscheinlicher. Jetzt irgendein Vampir. Ah ja. Somebody had fun. Dann, denke ich mal, haben wir hier den zweiten Hinweis, dass da jemand stand und diesen gemacht hat. Bottles of various shapes and sizes. I detect a mix of chemicals and aromas. Bottles of various shapes and sizes. I detect a mix of chemicals and aromas. Die ist leer. No brand or markings. It looks like a bulk product. Inspired by the legend of Sleepy Hollow. Okay, das zweite fehlt halt noch, ne? Ah, hier ist noch. Oder? Hm.
Okay, das letzte ist halt falsch, das da. Das kann ich halt noch nicht ändern. Da fehlt mir noch ein Hinweis. Who is this intended to scare? Schade, ist immer noch nicht genug, um da den nächsten Hinweis zu ändern. Mal nach oben gehen. Ich denke auch nicht, dass da oben was, also dass da was runtergefallen ist. Watson, was meinst du? Stehst schon wieder am Weg. Der letzte, wie gesagt, der ist halt falsch. Es fehlt. Halt, da ist noch A was. small cart left those tracks. Genau, das wohl eher, da hat er ein paar Flaschen geklaut. Somebody played with phosphorus to give the illusion of ghosts or ectoplasm. In reality, they were here to mix a few ingredients and prepare a solution of some sort. Then they took a box hidden inside the casket. And they left through that gate with a small cart. Das ist abgeschlossen. Weiß ich noch nicht, ob wir hier rauskommen. Doch, kommen wir. Ist jetzt die Frage, wo das hingefahren ist, das Gefährt. Scheinbar hier irgendwie lang. Hier haben wir halt keine weiteren... Oh. Hier diese Flasche. Dr. Tippett. Dr. Tippett's electric pectobrain. Patent medicine of the future. This is a patent medicine. A quick fix at an expensive price that drags the patient slowly into death. Wir haben halt hier keine weiteren Spuren. Das ist ein Geräusch, das klingt ja wie ein halber Delfin hier. Tag. Entschuldigung. Aber ehe wir heute hier noch weiter auf dem... Dalton swears she saw ghosts in warehouse too. The coppers even went over there. Must be serious. Diesen Spuren folgen wir erst beim nächsten Mal weiter. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi.